A few months ago, I was walking in the sugar-soft white sand on the beach of Brazil. Vor einigen Monaten war ich in Brasilien am Sandstrand unterwegs. I will never tire of digging my toes into the smooth sand beach. Und mir macht es immer sehr viel Freude, einfach meine Füße in diesen Sand hineinzubohren, Leaving footprints in the sand that are soon washed away as if they were never there. einfach Fußspuren zu hinterlassen, die bald wieder verschwinden, als wären sie nie da gewesen. The footing is always more solid next to the water, Und ihr wisst, wenn man diese Fußspuren macht, dann ist es irgendwie immer fester in der Nähe von dem Wasser. away from all of the other footprints in the sand, the ones that don't get wet. Denn es gibt ja auch die Fußspuren, die nicht nass werden wollen. And walking along the water, the sand crabs didn't seem to mind the extra company. Und die ganzen Tierchen, die dort rumliefen am Sandstrand, die haben mich überhaupt nicht gestört. We were building 2 churches in 10 days Wir haben 2 Gemeinden in 10 Tagen dort gebaut. in the city of Barahona Und die Stadt heißt Bahahoma oder sowas. with a group of Maranatha volunteers, Und wir waren dort mit einem Ministry, das heißt Maranatha Volunteers. 2 churches that were also sponsored by ASI Ministries. Und diese 2 Gemeinden wurden dann auch von ASI unterstützt und gesponsert. Every morning, about 30 minutes before sunrise, Jeden Morgen, bevor die Sonne aufging, ungefähr 30 Minuten zuvor, I would walk the 8 blocks to the ocean bin ich so 8 Häuserblocks weitergegangen and have my own morning worship. und hatte dort meine eigene Morgenandacht. Really a little walk with God on the sand, if you will, Ihr könnt es so sagen, das ist wie so ein Spaziergang mit Gott im Sand. to help orchestrate and organize my day as a volunteer construction superintendent. Denn ich wollte gerne meinen Tag auch in Gottes Hand legen und organisieren, denn ich war zuständig für diese Baustelle, For a group of volunteers. für eine Gruppe von Freiwilligen, die dort mitgingen, um zu helfen. This particular morning, the sun was just coming up, Und an diesem Morgen kam die Sonne gerade hoch. and there was a wonderful glow on the entire beach, Und man konnte irgendwie diese Lichtstrahlen wunderschön an dem Strand sehen. which is especially pretty when the waves come in Ganz besonders schön natürlich, wenn die ganzen Wellen hineinkommen. and the water on the sand gives it some glisten. Und dann habt ihr diesen Glanz mit Wasser und den Steinen dort, dem Sandstein. Now, the interesting thing about the glisten Und das Schöne daran an diesem Glanz ist, is that if there had been 1 grain of sand reflecting, stellt euch mal vor, da wäre jetzt nur ein Körnchen, ein Sandkörnchen, was diese Sonne jetzt reflektieren würde, all would have been lost to the eye. dann würde man das doch gar nicht sehen. But with millions of grains, Aber dadurch, dass da Millionen von Sandkörnchen sind, all shoulder to shoulder, die dann Schulter an Schulter zusammen sind, side by side, Seite an Seite, they painted a glorious reflection of color ist da ein gewaltiges Farbenspiel, was sich abspielt. that stretched for as far as I could see. Und man konnte, soweit man nur sehen konnte, diesen Glanz da sehen. And as a photographer, Und als Fotograf it made my shutter finger tremble. hat natürlich mein Finger angefangen zu zucken. As I set up my tripod Und als ich dann hier mein Tripod aufgemacht habe and watched the colors as they danced through the viewfinder, und ich schaute jetzt durch mein Fotoapparat und ich schaute jetzt, wie das Lichtglanz durchgeht, I thought about all of the grains of sand dachte ich über all diese kleinen Sandkörnchen nach. that are on the bottom of the ocean Und ich dachte über die Sandkörnchen nach, die unten drunter sind. or deep down in the earth. So wirklich ganz weit unten. The grains of sand that never get a chance to glimmer in the sun. Die Sandkörnchen, die nie irgendwo in der Sonne scheinen können. The ones that never get their 2 seconds of fame. Die sozusagen nie diese 2 Sekunden, diese besondere Sekunden erleben. You see, the only way the sand down deep will get a chance to experience Wisst ihr, die einzige Möglichkeit, wie die Sandkörnchen unten jetzt etwas erleben können, or will get a chance to glisten, dass die sozusagen den Glanz abbekommen, is through discovery, digging, or excavating. ist dadurch, dass wenn jemand jetzt beginnt zu graben oder dort etwas zu suchen, A change of landscape, if you will. wenn du sozusagen die Landschaft verändern würdest. I, along with many of you, Mit euch zusammen have had that experience in my life haben wir das nicht alle mal erlebt in unserem Leben, of being dredged up and tossed out
dass wir irgendwie das Leben sich umgedreht hat oder dass wir vielleicht sogar weggeschwemmt werden up sind, upon the shore, irgendwo an der Küste. and we'll share with you in the course of the weekend Und ich möchte euch an diesem Wochenende erzählen, my story. meine Erfahrung. But let's go back to being on the beach Nochmal zurück zum Strand. as the sun is just coming up over the horizon. Die Sonne kommt gerade am Horizont hoch Imagine, if you will, und stellt euch das mal vor. the number of people that have ever lived on the face of the earth Stellt euch mal vor, die ganze Menschheit, die jemals auf dieser Erde gewohnt hat, being represented by the tiny grains of sand that make up all of the beaches and oceans in the world. und die repräsentieren jetzt die ganzen Sandkörnchen an den ganzen Stränden der Welt. That's a lot of sand, Das ist viel Sand, oder? and that's a lot of people. Und das sind viele Menschen. More than you and I could ever keep track of, Wahrscheinlich viel mehr, als was wir uns überhaupt vorstellen können. even with the best computer in the world. Sogar mit dem besten Computer hat man Schwierigkeiten, das auszurechnen. Yet God has managed to keep track of every single one of us. Aber Gott schafft es, auf jeden Einzelnen von uns aufzupassen. From the very beginning of Adam and Eve Von dem ganz Anfang, wo Adam und Eva erschaffen worden sind, to each of us in the end of time. und bis zum Ende der Zeiten. Not only keep track of us, Er passt nicht nur auf uns auf, but send angels to protect us. sondern er sendet sogar noch seine Engel, dass er auf uns aufpasst. Every single one of us grains of sand, Jedes Sandkörnchen von uns, us morsels of clay, diese sozusagen, wir sind ja zusammengewürfelt aus Erde. when I think of all of the important people Wenn wir nachdenken über all die wichtigen Menschen, who have walked the face of this earth, die auf dieser Welt gegangen sind, people who have changed the course of history, Menschen, die auch den Geschichtskurs verändert haben, people who have made the world a better place, Menschen, die diese Welt zu einem besseren Ort machen lassen haben, a better place by their outstanding accomplishments, weil sie etwas geschafft haben often their heroic sacrifice, and most often at a great personal cost. und meistens deswegen, weil sie etwas geopfert haben und persönlich sich sehr ins Zeug gelegt haben. I have to look in the mirror Ich möchte gerne in den Spiegel schauen. and realize that I have done none of those things. Dass ich sage, und da muss ich selber sagen, ich habe nichts von diesen Dingen getan. In fact, I am a complete nobody in the course of human history. Ich möchte sogar sagen, ich bin ein Niemand in der ganzen Weltgeschichte. So what would make me think that God would look down and shine on me? So warum sollte ich denken, dass Gott auf mich schaut und dass ich beginne zu leuchten? How could he even know me as I am completely surrounded by many other grains of sand? Wie kann er mich überhaupt kennen? Denn ich bin doch umgeben von vielen anderen Sandkörnchen. A lot of them seemingly more perfect, Und die anderen scheinen doch viel vollkommener zu sein. with bigger faucets and undoubtedly more potential. Und die haben doch viel mehr Potenzial und viel mehr Gaben wie ich. I have thought about that one for a while. Und ich dachte einige Zeit darüber nach. In fact, there was a time in my life Es gab eine Zeit in meinem Leben, that I questioned the fact that God knew me, dass ich sogar zweifelte dran, ob mich Gott überhaupt kennt, heard me, or even loved me. ob er mich überhaupt hört oder überhaupt mich lieb hat. I felt smaller and more alone than even a tiny grain of sand. Ich fühlte mich noch einsamer und noch viel kleiner wie ein Sandkörnchen. It was 50 years ago when my mother died. Vor 50 Jahren ist meine Mutter gestorben. And in spite of my honest prayers, Und ich betete so heftig für sie. I believed would actually provide a miracle, Und ich dachte, es wird das Wunder geschehen. but the miracle would actually come years later. Aber das Wunder geschah eigentlich später. And that would be getting ahead of my story. Und über das denken wir später nochmal nach. So even though I still prayed every night So, obwohl ich jeden Abend betete and taught a Sabbath school class, und habe auch natürlich in der Sabbatschule unterrichtet, I was a church elder, denn ich war ja auch Gemeindeältester und auch Diakon, but it still had a hollow ring to it, aber es hat irgendwie mein Leben nicht voll verändert. as if I were covering my bases, Es war wie wenn ich irgendwie versuche, meine Bedürfnisse zu decken. just in case God might be real. Denn es könnte ja sein, dass Gott doch da ist, Even though he had not proved himself to me. obwohl er für mich nicht da war. Maybe God had so many grains of sand to look after Denn er hatte ja so viele Sandkörnchen, nach denen er sich Ausschau halten musste. that some of the grains were slipping through the cracks. Und wahrscheinlich sind einige Sandkörnchen durch seine Finger durchgerieselt. It wasn't until many years later, Einige Jahre später. and I was again standing on a beach, Und wieder stand ich an einem Sandstrand.
this time in Dominica Republic Dieses Mal in der Dominikanischen Republik. and on a New Year's Eve. Und es war Neujahrabend, also Silvesterabend. When God revealed himself to me, Und Gott zeigte sich dort mir ganz persönlich. something that I had been praying for and for a long time. Denn ich betete dafür schon ganz lange. To be honest with you, it was one of the most terrifying experiences of my life. Eigentlich möchte ich euch sagen, wenn ich jetzt da ganz offen zu euch bin, eigentlich war es eins der ängstigsten, schlimmsten Abende, die ich dort erlebt habe. It left me shaken and with yet more questions. Ich hatte nachher noch mehr Fragen und ich habe richtig gezittert davor. It was after midnight and we were spending our holiday building a church in the town of Santo Domingo. Es war schon nach Mitternacht und wir haben die Ferien dort verbracht, damit wir dort auch eine Gemeinde in Santo Domingo aufbauen. The rest of the city was abuzz and awash with liquor and fireworks. Die Stadt natürlich hat gefeiert, das Neujahr war da, Feuerwerke gingen hoch. And for those that don't know me, I love fireworks. Und diejenigen, die mich nicht kennen, ich liebe das Feuerwerk anzuschauen. But these were the biggest fireworks I'd seen in my life. Aber das war das größte Feuerwerk, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Bottle rockets that were 3 meters high. Da gab es also Raketen, die hoch gestiegen sind. And so as my wife and I walked about 6 blocks from where we were staying down to the water's edge, Wir sind so 6 Häuser weit gegangen, ganz in der Nähe haben wir gewohnt und sind jetzt zum Strand hinuntergegangen. we were amazed at the volley of artillery shells and tracer bullets flying overhead. Und wir haben einfach gestaunt über ganzes Feuerwerk, was da über unseren Kopf hinwegging. From 3 different directions, no less, and all converging in the center of the bay. Und es war so, dass die Raketen von 3 verschiedenen Richtungen abgefeuert worden sind und eigentlich im Zentrum oben sich trafen. The glowing phosphorus flares that floated down on their parachutes Und man konnte sehen, wie die ganze Gegend hell wird. gave the harbor a very surreal look. Und der Hafen schaute ganz besonders mit diesem Glanz jetzt aus. There were a large group of people there watching the display, Und da war eine große Gruppe natürlich von Menschen, die das auch mit angeschaut haben. but they were rowdy and drunk Aber die waren natürlich recht betrunken. and spoke a language that we weren't very good at. Und da war eine Sprache, die da gesprochen worden ist, wo wir nicht ganz so mit dabei waren. So we kept our distance and stayed about 50 meters behind them. Wir haben natürlich dann Abstand gehalten zu ihnen, ungefähr 50 Meter waren wir hinter ihnen. The fireworks and the tracer bullets made an unbelievable show. Nun, das Feuerwerk und alles, was wir gesehen haben, war einmalig. And then, just when all the fireworks were going off, Und dann, wo dieses Feuerwerk langsam ausging, I got that feeling that something was not quite right. hatte ich das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. It's that feeling you get when you walk down an alley too late at night. Es ist wie wenn du durch einen Garten gehst, so einen öffentlichen Park und es ist schon sehr spät und es ist so ein mulmiges Gefühl. That feeling was amplified by the crowd on the beach that suddenly vanished. Und das Gefühl war auch da, weil plötzlich diese große Gruppe von Menschen, die jetzt noch am Sandstrand war, plötzlich alle weg waren. Like into thin air. Wie wenn sie einfach weg wären. Where did they go? Wo sind sie hin? There must have been close to 100 people. Es waren noch ungefähr 100 Menschen noch gerade da. Why didn't I see them walk away? Warum habe ich sie nicht gesehen, wie sie weggegangen sind? What caused them to leave before the show was over? Was hat sie verursacht, zu gehen, bevor das ganze Feuerwerk zu Ende war? And then I felt it. Und dann habe ich es gespürt. The overpowering feeling of someone being in your space. Das war wie so ein Gefühl, dass jemand dir ganz nahe gerade ist. Like this. Ungefähr so, When they're breathing down your neck. wie wenn jemand sozusagen in deinen Nacken hineinatmen würde. No, this can't be. Und ich dachte, nein, das kann nicht sein. How could anyone sneak up on us on a full moon, full lit beach? Wie kann jemand uns überfallen an einem vollen Strand und dann, wenn noch Vollmond ist? I turned nervously to quash my premonition, Und ich wollte mich umdrehen, um dieses Gefühl da loszuwerden, but was not at all prepared for what I saw. aber ich war nicht vorbereitet auf das, was ich jetzt sehen sollte. Standing less than a foot behind me Ungefähr nur einen halben Meter von mir entfernt were 2 men, two Ja. very tall men. waren 2 große Männer. But the strangest part about them is that they looked like mummies. Aber das Komische, Seltsame dran war, dass die sahen aus wie Mumien. They were completely wrapped in white bed sheets, Sie waren total eingewickelt in so weißen Leinentüchern which were torn about an inch in width,
Und es war wie wenn so ein kleiner Abstand, also eingewickelt. Everything was covered, even their fingers. Alles war zugedeckt, sogar ihre Finger. There was a small slit that they peered out of. Es war nur so ein kleiner Schlitz, wo sie hinausschauten. But the full moon was directly behind them, Und der Vollmond genau hinter ihnen. and it was impossible to see into their eyes. Und man konnte deshalb nicht in ihre Augen schauen. My heart froze, Mein Herz ist wirklich eingefroren. and then it just about jumped out of my chest. Und dann ist es wie wenn du aus dir herauskommen willst. Ja? My brain screamed, "Do something now!" Und mein Kopf schrie, mach jetzt endlich etwas. And I'm sure all of you know what it's like to be in slow motion. Und ihr wisst, was es bedeutet, so in langsamer Bewegung zu sein. My hand went from my pocket, Ich wollte meine Hand in die Tasche nehmen. but I really didn't have a knife or a weapon or Ich habe keine anything. Waffe, kein Messer, gar nichts gehabt. But maybe the element of surprise, Aber ich dachte, vielleicht gibt es da einen Überraschungsmoment. along with a great big shout, Und dann gab es noch so einen lauten Knall oder einen Ruf. would maybe even the tables and give me a chance against our attackers. Und ich dachte, vielleicht gibt mir das irgendeine Chance gegen diejenigen, die mich jetzt attackieren wollen. With my heart pounding in my throat, Also mein Herz hat bis zum Hals geschlagen. I turned to face the man that was breathing down my neck. And did I mention he was about this big? Und so groß war ungefähr der Mann hier. The adrenaline was over the top. Nun, das war aber trotzdem viel zu viel There für was mich. no way this was going to turn out well. Und ich wusste, das wird sich jetzt nicht gut ausgehen. So I turned, So habe ich mich umgedreht. with fake knife in hand, Ich hab diesen Glaubensmesser in der Hand Hulking up. gehabt. Und dann habe ich mich to auch... try to look bigger, Und ich wollte irgendwie größer ausschauen. and with a huge yell, Und mit einem lauten Schrei a shout loud enough to wake the dead, und laut genug, um die I Toten turned aufzuwecken, around. habe ich mich umgedreht. they had been there less than 2 seconds earlier, Nur 2 Sekunden zuvor waren But sie they ja were noch gone. da. Aber jetzt waren sie weg. vanished. Vorbei, weg. There were no footprints in the beach, Du hast auch keine Fußspuren mehr gesehen. and the moon illuminated the beach perfectly. You could see every pebble. Und der Mond war ja hell genug, dass du wirklich den ganzen Strand sehen kannst. Where had they gone? Wo sind sie hin? My anxiety increased Und mein Angst ist My ja worry, noch yes. größer geworden. as I realized we had to walk almost a mile through some very dark bushes and on a very narrow path. Denn der Heimweg, der war nicht gerade freundlich, dort wo wir hingehen mussten. It was perfect for an ambush. Und wir dachten, vielleicht haben die sich dort versteckt und die werden uns jetzt nochmal überfallen. My wife and I walked down the path as quickly as we could, Und meine Frau und ich, wir sind so schnell wie möglich den Weg zurückgegangen. knowing that at any moment our fears could be realized. Und wir wussten, dass die Angst, die wir hatten, gleich Realität werden könnte. In fact, when we arrived at our humble home, Und als wir dort ankamen, diesem einfachen Zuhause, we fell on our knees, sind wir auf die Knie gefallen, thankful ganz that we were dankbar, safe. dass Gott uns gerettet hat. How could two people so large Und wir dachten uns, wie kann es sein, dass 2 Männer, die so groß sind, be hovering over us and suddenly disappear? über uns da kommen wollen und plötzlich weg sind? It made absolutely no sense at all. Es machte irgendwie überhaupt keinen Sinn. And in the next 5 or 6 days, Und dann die nächsten 5, 6 Tage we asked many people haben wir ganz viele Menschen angesprochen. who the 2 men dressed like mummies might be. Wer könnten diese 2 Männer gewesen sein, die wie Mumien sich umgezogen haben? And no one had ever seen anything like it before. Und niemand hat jemals diese 2 Mumien zuvor gesehen. The common reply was, they must be really bad men. Die meisten sagten, das müssen wirklich 2 schlimme Menschen gewesen sein. The white bed sheets were new to everyone except us. Nun, wir kannten diese Leute nicht. And maybe it was the crowd. Maybe these people had frightened the crowd as well. Und wir hatten auch gedacht, vielleicht ist auch diese Menge, die da am Stand stand, auch wegen diesen 2 Männern weggerannt. But nothing about the event made any sense. Nun, aber alles machte irgendwie keinen Sinn. And so for about 4 or 5 years, this unusual event tumbled around in my mind. Und immer wieder, 4 bis 5 Jahre lang, musste ich immer wieder über dieses Ereignis, dieses komische Ereignis nachdenken. Most certainly one of the most terrifying events I have ever witnessed. Und ich muss sagen, es war eines der schlimmsten Erfahrungen, angstvollsten Erfahrungen, die ich so je erlebt habe. And then it hit me. Und dann eines Tages, One fine Sabbath morning, an einem Sabbatmorgen, we were in the country of Chile waren wir in Chile. with a group of teenagers building a church. Und wir haben dort mit Jugendlichen eine Gemeinde aufgebaut.
The warm water of the shower was hitting the top of my head Und ich habe gerade die Dusche genossen, das warme Wasser. when suddenly I had a thought. Und plötzlich kam dieser Gedanke. In fact, it was much more than a thought. Es war nicht mehr als ein Gedanke. It was a eureka moment. Es war so ein Erleuchtungsmoment. When the realization struck me Denn da kam die Erkenntnis. that we had both seen our angels. Wir haben unsere Engel gesehen. It could be nothing more, nothing less. Denn es kann nichts mehr oder nichts weniger gewesen sein. As the water from the shower ran down my back, Und als ich diese Dusche da erlebte, tears ran down my cheeks. sind auch Tränen runtergelaufen. After many years of prayers, Denn ich habe ja schon viele Jahre zuvor gebetet gehabt. God had shown me what happened on that dark night. Hat mir Gott jetzt gezeigt, was an diesem dunklen Abend passiert ist. Angels in my time, Engel in meiner Zeit, in my world, in meiner Welt, in my space. in meinem Ort. Angels that had been sent to protect us. Engel, die gesandt werden, um uns zu beschützen. Angels that had a much larger than life presence. Und Engel, die eine viel größere Gegenwart haben, als wir das erkennen. Psalms 91:11 tells us Psalm 91, Vers 11 sagt, that he will command his angels concerning you denn er bietet seine Engel für dich auf, to guard us in all of our ways. dich zu bewahren auf all deinen Wegen. Do you believe in angels? Glaubst du an Engel? I certainly do. Ja, ich glaube an Engel. And without a shadow of a doubt, Und ohne Zweifel, angels live in our midst. Engel leben zwischen uns. Angels are here to guard over each and every one of us. Engel sind hier, auf uns aufzupassen. Angels are right here listening to us. Engel sind hier, die uns jetzt zuhören. Angels sent by God to protect each and every one of us. Engel werden gesendet, um uns zu bewahren und zu beschützen. Who am I that he would love me? Wer bin ich, dass er mich lieb hat? Who are we that he would love any of us? Wer sind wir, dass er uns lieb hat? We are the ones who he died for to save us of our sins. Wir sind diejenigen, für die er gestorben ist, damit wir von den Sünden frei werden können. We are the ones he sacrificed the life of his son Wir sind diejenigen, für den er sogar sein Leben gegeben hat. for us that we Sein might have Sohn, eternal Jesus life. Christus, damit wir ewiges Leben haben können. Who am I that he would love me? Wer bin ich, dass er mich lieb hat? I would like to think of myself Ich möchte über mich selbst nachdenken and of all of you und über euch as his beloved, als die Geliebten von Gott, his sons and daughters, Söhne und Töchter Gottes. in line to inherit the kingdom that he has built for us. Und wir dürfen erben, und zwar das Reich, was er für uns aufbaut. It was almost 6 years ago, Vor 6 Jahren, very early in the morning, ganz früh am Morgen, when I got one of those phone calls that you never want to get. da hast du so einen Telefonanruf gekriegt, den du eigentlich nie haben möchtest. My doctor, Mein Doktor, mein Arzt, a very good friend of mine, ein sehr guter Freund von mir, was on the other end, war am Telefon and his voice was very sober. und seine Stimme war sehr bewegt. In fact, I detected that he was weeping softly Und es kam mir sogar vor, als würde er leise weinen, as he told me the reason for his call. als er mir den Grund des Anrufes sagte. Terry, you have terminal cancer. Terry, du hast einen furchtbaren Krebs. The line was quiet for a moment Wir sagten erstmal gar nichts, as we both pondered the ramifications of that statement. denn wir dachten beide darüber nach, was das bedeutet. I can remember asking, how much time do I have left? Und ich kann mich erinnern, wie ich gesagt habe, ja, wie viel Zeit habe ich denn noch? The voice on the other end said, less than 3 months. Und die Stimme auf der anderen Seite sagte, wahrscheinlich weniger wie 3 Monate. How does one even respond to a punch in the gut like that? Nun, wie kannst du jetzt reagieren, wenn du so einen Schlag ins Gesicht bekommst? The rest of the conversation was a blur, Nun, das restliche Gespräch lief nicht sehr toll, also könnt ihr euch vorstellen. I remember telling the doctor that I could be to his office in 20 minutes for an MRI. Ich sagte, in 20 Minuten kann ich bei dir im Büro sein für ein MRI. But the part I will never forget Aber ich vergesse diesen Teil niemals. is standing in front of the sink in our bathroom Ich stand da im Badezimmer, with toothbrush in hand, ich habe die Zahnbürste in meiner Hand gehabt, bowing my head ich habe meinen Kopf nach unten geneigt to reach out to my Creator. und ich habe versucht, meinen Schöpfer anzurufen.
I remember the prayer as if it were yesterday. Ich kann mich an das Gebet erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre. God, the doctor is telling me there is not much left life. Gott, der Arzt sagt mir, dass nicht mehr viel Leben da ist bei mir. There is not much life left in this old body. Und in diesem Körper ist nicht mehr viel Leben. But God, if you can use me, Aber Gott, wenn du mich irgendwie gebrauchen kannst, I still want to be used. dann möchte ich einfach gebraucht werden. And so began Und so begann das. one of the strangest journeys I've ever been on. Einer der seltsamsten, außergewöhnlichsten Reisen, die ich jemals begangen habe. How could I have terminal cancer Nun, wie kann ich diese furchtbaren Krebs haben and feel perfectly fine? und vollkommen wohl mich fühlen? Maybe the doctor was wrong. Vielleicht hat sich ja der Arzt geirrt. A second opinion was needed. Ich brauche doch eine Zweitmeinung. A phone call to Johns Hopkins didn't go well at all. Und ich habe das Krankenhaus John Hopkins angerufen, aber das ist auch nicht sehr gut verlaufen. The voice on the other end was very kind but matter of fact. Nur die Stimme auf der anderen Seite war sehr nett, aber auch sehr bestimmt. They didn't take prostate cancer patients that were a Gleason 8, and I was a Gleason 9. Nun, sie nahmen keine Prostatakrebskranken auf, die eine Stufe 8 hatten, aber ich hatte schon Stufe 9. Taking people into their program that were on death's door skewed their results. Sie wollten nicht Menschen in ihr Programm aufnehmen, die schon vor der Todestür waren, denn das würde die ganzen Ergebnisse vom Krankenhaus verändern. They preferred to bring in people who had half a chance. Denn sie wollten lieber Menschen haben, die doch noch mindestens die Hälfte von den Veränderungsmöglichkeiten haben. I was insistent. Nun, aber ich blieb dran. And eventually the lady on the other end Und auf der anderen Seite, die Dame, mit der ich telefonierte, agreed to have a doctor call me, and call me he did. sagte sie, okay, ein Arzt wird sie anrufen. Mr. Schwartz, I'm sorry to tell you, Wisst ihr, also Herr Schwartz, es tut uns sehr leid, Ihnen zu sagen, there is nothing we can do for you. es gibt nichts mehr, was wir für Sie tun könnten. The words felt as sharp as the edge of a knife. Ihr könnt euch vorstellen, diese Worte für mich waren wie die Schärfe eines Messers. And I kept listening for one word of hope. Und ich versuchte, ein Hoffnungswort noch festzuhalten. The doctor asked me how I had gotten the number I had called. Und er fragte auch, wie er denn die Nummer bekommen hat, dass das Telefonat stattfinden kann. It turned out to be a hotline to the very person I needed to talk to. Und es war wie so eine Hotline, damit ich mit einer Person reden kann. But it was an unlisted number. Aber es war sozusagen keine Nummer, der ich wirklich wählen konnte. Somehow God had put that number in a place where I could find it. Und irgendwie hat Gott mir diese Nummer in den Weg gegeben, damit ich es finden kann. As we finished our conversation, I felt the gravity of the situation. Und als ich fertig war mit diesem Telefonat, wusste ich jetzt, wie schwerwiegend meine Krankheit ist. There were some pretty serious issues I was facing, but I never gave up hope. Ich hatte schon verschiedene Situationen in meinem Leben, aber ich habe nie die Hoffnung aufgegeben. At 7:15 the next morning, the telephone rang. Ganz morgens um 7:15 Uhr klingelt nun jetzt das Telefon am nächsten Tag. It was the very doctor I had spoken to the night before. Es war der gleiche Arzt, den ich zuvor am Abend gesprochen habe. Could I get on an airplane and be in his office Er tomorrow fragte, morning, ob ich ins Flugzeug steigen könnte und morgen früh in seinem Büro sein dürfte. 1,400 miles away? Und es war um die 1400 Meilen entfernt. I said yes. Und ich sagte ja. And the following day I was sitting in a small, cold, white room, Und ich war in einem nächsten Tag in seinem Büro dort. getting my fourth physical in as many days. Und ich bekam jetzt wieder sozusagen den nächsten Arzt, den vierten Arzt, der vor mir saß. Dr. Hahn examined me, Und dieser Doktor hat mich angeschaut und untersucht. and we talked about faith and what's really important in our lives. Und wir dachten über den Glauben nach und was wirklich wichtig ist im Leben. He asked if I was a Christian and said he was one also. Er fragte mich, ob ich ein Christ sei, und er sagte, er sei auch ein Christ. But when I asked him what church he went to, he couldn't remember. Und als ich ihn frage, in welche Gemeinde er ging, sagte er, er konnte sich nicht mehr ganz erinnern. It had been too long. Es war schon viel zu lange her. But after a thorough examination, Aber nach der nächsten Untersuchung Dr. Hahn pushed his chair back and looked long and hard at me. hat Dr. Hahn sich zurückgelehnt und mich angeschaut. I will do your surgery, but God will have to do the rest. Er sagte, ich werde jetzt diese Operation durchführen, aber Gott muss den Rest machen. Be back here in 1 week. Sei in einer Woche wieder retour. Before the appointment was over, Und bevor dieses Treffen zu Ende ging, I pulled out a thick book that had the doctor's name on the front cover. nahm ich ein dickes Buch heraus, was dort auch den Namen von diesem Arzt vorne drauf hatte. I opened it to a page that had a chart. Und ich öffnete dort eine Seite.
And my finger fell to the very last square on the page. Und mein Finger kam dann auf die letzte Seite dort, auf dieser Seite, die ich geöffnet habe. The square where everyone dies. Wenn jemand stirbt And asked him if this was my square. und ob das jetzt mein Platz hier ist, Yes, he said. sagte er ja. Out of 500,000 people with your type of cancer, Von 500.000 Menschen mit dieser Art von Krebs, die du hast, not one of them has lived 6 months. hat keiner von ihnen 6 Monate überlebt. Not even one. Nicht einer. You have 0.3% chance of being alive in 3 months. Du hast weniger wie 1% Lebenschance, in den nächsten 3 Monaten zu überleben. But you have a 0% chance of being alive in 6. Aber du hast ganz wenig Chancen, um überhaupt in 6 Monaten überhaupt noch am Leben zu sein. As I left the doctor's office, I had to ask myself, Und als ich von diesem Arzt wegging, habe ich mich selbst gefragt, who am I that God would love me? wer bin ich, dass Gott mich lieben würde? I'm a complete nobody. Ich bin ja ein Niemand. Yet God had opened doors that I didn't even know were there. Gott hat Türen geöffnet, von denen ich nicht mal wusste, dass sie da sind. God may put you in front of the right door, my friend, but it's up to you to open it. Manchmal sind wir genau vor Türen gestellt, aber es hängt auch von dir ab, ob du diese Tür öffnest. It's something we have to do on our own. It's called stepping out in faith. Es gibt etwas, was heißt, im Glauben hinauszugehen. Whether that step takes you closer to the edge or puts you over it, tumbling headlong into the dark unknown. Wir wissen nicht, was dieser Schritt manchmal bedeutet. Es kann bedeuten, dass du dem Abhang sehr nahe kommst oder absolut in die Dunkelheit hineingehst. Still, we have to take that step. Aber wir müssen diesen Glaubensschritt gehen. Sometimes God allows us to be clunked on the head pretty hard to get our attention. Manchmal erlaubt es sich Gott, dass wir recht aufgerüttelt werden im Leben, damit wir die Aufmerksamkeit auch ganz auf ihn ausrichten. And he had certainly gotten mine. Und er hat sicherlich meine Aufmerksamkeit gehabt. The things that have been so important on my daily list of things to do no longer mattered. Ich hatte so viele Dinge auf der Tagesliste, die wichtig waren, aber jetzt zählte von den Dingen nichts mehr. Prayer began to occupy a major part of my life. Nun, es war ein großer Teil meines Lebens, was mich hier beschäftigte. Hundreds of friends began reciting all of the cancer cures they'd ever heard of. Und etliche Freunde haben jetzt begonnen, über alle möglichen Heilungsmöglichkeiten zu reden. My mind and my thoughts were a blur of information overload. Und ich habe total viel zu viele Informationen bekommen. You see, God expects us to do what we can, Ihr wisst, Gott erwartet von uns, dass wir das Möglichste tun, was wir tun können. and He'll do the rest. Aber er tut den Rest. He doesn't expect us to just sit on our hands Er möchte nicht, dass wir uns einfach nur hinsetzen and cry out, "Poor me." und dass wir nur rufen und weinen. I feel strongly that God wants us to lean on Him Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir uns stark auf ihn verlassen and continue to praise Him just the same. und dass wir trotzdem weiterhin ihm den Lob geben. It's been 6 years since I have been diagnosed with terminal cancer. Vor 6 Jahren habe ich die Diagnose bekommen, diesen tödlichen Krebs zu haben. Indeed, I may have just a few months left. Einige Monate hatte ich noch zu leben. 6 years and countless opportunities to share and show God's love to others. 6 Jahre, die mir noch Gott gegeben hat seitdem, damit ich seine Liebe auf viele Art und Weisen den anderen zeigen kann. I wonder how many opportunities I have missed. Und ich frage mich, wie viele Möglichkeiten habe ich verpasst? Tonight is one of them, Heute Abend eins davon. and I'm privileged to stand before you and not tell you of my problems, Und ich habe das Vorrecht, vor euch zu stehen, nicht einfach von meinen Problemen zu erzählen, but instead to tell you of God's grace, love, and mercy sondern von Gottes Liebe und seiner Gnade zu erzählen. that He so richly wraps us in as a child of the King. Denn er möchte uns unbedingt in seine Liebe einwickeln. It took me about 3 months to say, Ich habe selbst 3 Monate dafür gebraucht, dass ich das aussprechen kann. God, thank you for this cancer. Gott, danke für diesen Krebs, Because you want me in your kingdom so badly weil du mich unbedingt in deinem Königreich haben möchtest, that you're giving me every opportunity to be there. dass du mir jede Möglichkeit gibst, dass ich wirklich dort sein kann. That may sound like a hard prayer to pray, Das hört sich wie ein ganz hartes Gebet an, oder? but it wasn't. Aber es war nicht so. Because it was praise to the almighty creator God, Denn es gab den Lob an den allmächtigen Gott. the one who determines every breath, Denn er bestimmt jede Atmung every heartbeat. und jeden Herzschlag. Yes, I'm still battling cancer,
Ja, ich kämpfe immer noch mit dem Krebs. I'm fighting for my life. Ich kämpfe für mein Leben. But I realize that cancer is not the big fight in my life. Aber ich weiß eigentlich, dass Krebs nicht mein großer Kampf ist. Getting to heaven Denn in den Himmel zu kommen and taking as many family and friends with me as I can und so viele Familienmitglieder und Freunde mitzunehmen, seems so much more important. scheint viel wichtiger zu sein. God has allowed us to go on more than 30 mission trips since I was given less than 3 months to live. Gott hat uns erlaubt, seit dieser Diagnose auf mehr wie 30 Missionsreisen unterwegs sein zu dürfen. And I must say that seeing the hand of God on every trip has been remarkable and without fail. Und auf jeder Reise habe ich seine Hand gesehen und ich kann ihn nur loben, dass er nie versagt hat. And continues to give me great courage. Und er gibt mir weiterhin großen Mut und Zuversicht. We have looked down the barrels of machine guns. Wir haben Maschinengewehre gesehen unterwegs. We have been so close to danger we could smell it, we Wir haben, could taste it. wir haben die Gefahr gerochen und geschmeckt. Yet God's hand was protecting us in every way. Aber Gottes Hand beschützte uns auf all den Wegen. There have been trips when I have been in a wheelchair and unable to walk. Ich war auf Reisen unterwegs, wo ich selber im Rollstuhl saß und nicht mehr gehen konnte. Yet God has even given purpose to that trip. Aber sogar da hat Gott seinen Sinn hineingelegt. God is like that, you know. Gott ist oft so. Giving purpose to the life he has so richly given us. Er gibt Sinn dem Leben, was er uns gegeben hat. But without faith, Aber ohne Glauben there was no reason to get into the boat called life. ist es nicht möglich, einfach in das Rettungsboot zu steigen. As the rapids and whirlpools of life will quickly overwhelm us Denn all diese Dinge der Welt, die werden uns bald überwältigen. unless we have faith. Außer wir haben Glauben. With faith, the insurmountable mountains become foothills. Denn mit Glauben werden diese Berge kleine Maulwurfshügel. With faith, our darkest prognosis is overshadowed by the promises of our Creator. Wenn du Glauben hast, dann ist die schlimmste Prognose, die du erhältst, nicht so dunkel, wenn du hier den Lob unserem Gott gibst. Faith may not move a mountain, Glauben bewegt manchmal nicht einen Berg, but it can certainly move you and me. aber es kann sicherlich dich und mich bewegen. How it moves us is up to us, Wie es bewegt wird, das hängt von uns ab. but move we must. Aber wir müssen es bewegen. Who am I that he would love me? Wer bin ich, dass er mich lieb hat? Sometimes our human mind is just too small, Und manchmal, da ist unser Gehirn einfach viel zu klein, just too simple to completely understand the scope and depth of God's love for us. viel zu einfach, um die ganze Weite und Tiefe Gottes Liebe zu verstehen. As we are using man's example of love instead of God's. Wir versuchen, Menschenliebe zu symbolisieren, was Gottes Liebe bedeuten würde. Man has limits of how much love they are capable of showing, Aber wir sind limitiert, wie viel wir Liebe zeigen können. but not God. Aber Gott nicht. His love is limitless Seine Liebe ist ohne Ende and without conditions. und ohne Bedingungen. God's love extends down and reaches into the deepest shadows of our lives. Gottes Liebe ist so groß, dass es in die tiefste Dunkelheit hineinreicht. Because his love is genuine, Denn seine Liebe ist echt. he would have died for just one of us. Er wäre wirklich für einen von uns gestorben. That could be you or me. Und das könntest du oder ich gewesen sein. I am grateful that the God that I serve is unconditional in his love Ich bin so dankbar, dass seine Liebe bedingungslos ist and his grace towards me. und seine Gnade. While praying one day, a woman asked, "Who are you, God?" Eines Tages betete eine Frau, wer bist du, Gott? He answered, "I am." Und er sagte, ich bin. But who is I am, she asked. Aber wer ist dieses Ich bin? Fragte sie. His reply, Seine Antwort, I am love. ich bin Liebe. I am peace. Ich bin Frieden. I am grace. Ich bin Gnade. I am joy. Ich bin Freude. I am strength. Ich bin Kraft. I am safety. Ich bin die Sicherheit. I am shelter. Ich bin der Schutz. I am power. Ich bin Kraft. I am the creator. Ich bin der Schöpfer. I am the comforter. Ich bin der Tröster. I am the beginning and the end. Ich bin der Beginn und das Ende. I am the way, the truth, and the light. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. With tears in her eyes, she looks towards heaven, Mit Tränen in den Augen schaute sie in den Himmel
and said, "Now I understand. Und dann sagte sie, jetzt verstehe ich. But who am I?" Aber wer bin ich? God tenderly wiped the tears from her eyes Und Gott zärtlich nahm jetzt diese Tränen weg und and sagte, whispered, "You are mine." du bist mein.